Viele Muslime fragen sich, wie viel Raka soll ich im Witr beten? Reicht eine einzige oder sind es 3, 5 oder mehr? Warum gibt es so viele Varianten? Sind das Widersprüche oder eine Barmherzigkeit verschiedener Möglichkeiten? Und welche hat der Prophet a.s. bevorzugt? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Das Wort Witr bedeutet im Arabischen ungerade, also 1, 3, 5 oder mehr. Es ist ein besonderes Gebet, das den Abschluss des Nachtgebets bildet. Die Gelehrten sind sich einig, dass das Witr-Gebet von großer Bedeutung ist, aber sie unterscheiden sich in der Einstufung. So betrachten die Hanafiten das Witr als Wajib, also eine Verpflichtung, die fast auf der Stufe eines Fard liegt. Wer es also regelmäßig unterlässt, begeht eine schwere Nachlässigkeit. Die Schafeiten, Malikiten und Hanbaliten hingegen sehen das Witr-Gebet eher als Sunna Muakkada, eine stark betonte Sunna, die der Prophet a.s. niemals ausgelassen hat. Besonders Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah war hier sehr streng. Er sagte, wer das Witr-Gebet unterlässt, ist ein übler Mann, dessen Zeugnis nicht angenommen werden sollte. Damit machte er klar, dass es zwar rechtlich nicht Fard ist, aber praktisch so wichtig, dass man es niemals vernachlässigen sollte. Diese Unterschiede zeigen uns, dass das Witr-Gebet kein kleiner Bonus ist, welches man weglassen kann, wenn man müde ist, sondern es ist ein Zeichen unserer Ernsthaftigkeit im Glauben. Ob man der hanafitischen oder hanbalitischen Meinung folgt, in beiden Fällen wird deutlich, das Witr-Gebet gehört zum festen Leben eines Muslim. Die Zeit für das Witr beginnt mit dem Ende des Isha-Gebets und reicht bis zum Beginn des Fajr-Gebets. Das ist eine große Erleichterung für uns Muslime, denn jeder findet darin seine Möglichkeit, der Frühschläfer genauso wie der Nachbeter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte laut einer Überlieferung bei Tirmidhi: Allah hat euch noch ein Gebet hinzugefügt, welches das Witr ist, zwischen dem Isha und der Morgendämmerung. Doch wann ist die beste Zeit? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns in einem Hadith, den Jabir ibn Abdullah überlieferte, eine klare Orientierung gegeben. Wer befürchtet, dass er am Ende der Nacht nicht aufsteht, der soll am Anfang das Witr beten. Wer aber hofft, in der Nacht aufzustehen, der soll es am Ende beten, denn das Gebet am Ende der Nacht wird bezeugt und dies ist besser. Für Anfänger oder junge Muslime oder jene, die noch Schwierigkeiten haben aufzustehen, ist es besser, das Witr direkt nach dem Isha zu beten. Wer aber die Kraft hat, kann warten bis kurz vor Fajr, dann ist es am wertvollsten. So gibt es keine Ausrede, das Witr auszulassen. Das Witr-Gebet ist von Allah so eingerichtet worden, dass es jedem Muslim leicht fällt. Nabiullah sagte, das Witr besteht aus einer einzigen Gebetseinheit am Ende der Nacht, bei Muslim. Damit wird klar, schon mit einer einzigen Raka erfüllt man das Witr. Doch der Prophet betete meistens mehr, oft betete er 3, manchmal 5, 7 oder sogar 9. Allerdings sollte das Witr-Gebet immer ungerade sein. Genau darin liegt die Bedeutung des Wortes Witr. Laut den Ulama ist das Minimum eine Raka und das Maximum hängt von der Kraft und der Gewohnheit des Betenden ab. Viele Überlieferungen zeigen aber, dass der Gesandte am häufigsten 3 Raka betete. Das macht es für die meisten Muslime zu einer guten und beständigen Praxis. Wer Kraft und Zeit hat, darf mehr beten, 5, 7 oder 9 Raka. Wer aber schwach ist oder Angst hat zu verschlafen, soll zumindest eine einzige Raka beten, denn wichtiger als die Zahl ist, dass man das Witr niemals ganz auslässt. Wenn es um 3 Raka geht, gibt es 2 überlieferte Varianten. Methode 1: 3 Raka hintereinander, mit nur einem Tashahhud am Ende. Aisha radiallahu anha berichtete hierüber: Der Prophet pflegte nicht in den ersten beiden zu sitzen, sondern nur in den letzten. Überliefert bei An-Nasai und Al-Bayhaqi. Methode 2: 2 Raka mit Teslim, dann eine einzelne. Ibn Umar überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es so betete. Überliefert bei Ibn Hibban und Imam Nawawi stufte dies als Sahih ein. Damit zeigt uns der Prophet Muhammad a.s. 2 erlaubte Wege. Beide gehören zu seiner Sunna. Man sollte darauf achten, dass das Witr nicht wie Maghrib gebetet wird. Rasulullah verbot, es dieser Form gleich zu machen. Das bedeutet, dass man bei 3 Raka nicht zweimal im Tashahhud sitzt wie bei Maghrib,
Entweder man betet alle 3 durch und sitzt nur am Ende, oder man trennt es in 2 und 1. Für uns heute heißt das, wer es einfach halten will, betet 2 Raka, macht sein Teslim und hängt eine einzelne Raka an. Wer mehr Nähe zur Praxis des Propheten möchte, betet 3 durchgehend und sitzt nur am Ende. Auch bei höheren Zahlen gibt es verschiedene überlieferte Arten. Aisha radiallahu anha berichtete, der Gesandte Allahs pflegte in der Nacht 13 Raka zu beten, davon 5 als Witr, in denen er nur am Ende saß. Ähnlich wird auch bei Imam Ahmed und An-Nasai das Beten von 7 Raka ohne Unterbrechung überliefert. Hierbei sitzt man nur am Ende im Tashahhud und beendet mit dem Taslim. Bei 9 Raka gibt es eine spezielle Form. Man sitzt im 8. Tashahhud, steht auf für die 9., beendet sie dann mit Tashahhud und Taslim. Diese Form ist ebenfalls von Aisha radiallahu anha bei Muslim überliefert. Wichtig zu wissen ist, dass diese Varianten keine Pflichten darstellen, sondern Optionen. Unser Prophet betete unterschiedlich, um uns Flexibilität zu zeigen. So kann jeder Muslim die Art wählen, die er schafft. Das Ziel jedoch bleibt gleich, ungerade abschließen und Allah in der Nacht nahe zu sein. Damit haben wir die Grundlagen der Anzahl und die Varianten geklärt. Doch welche Suren hat der Prophet im Witr bevorzugt rezitiert? Und was empfehlen die Gelehrten? Es gibt auch Überlieferungen darüber, welche Suren Nabiullah im Witr-Gebet rezitierte. Ubay ibn Ka'b berichtete, dass er in der ersten Raka die Sura Al-A'la rezitierte, in der zweiten die Sura Al-Kafirun und in der dritten die Sura Al-Ikhlas. Manche Gelehrten ergänzen, dass er manchmal auch Al-Falaq und An-Nas im Anschluss vom Ikhlas rezitierte. Natürlich sind diese Rezitationen lediglich empfohlen, nicht verpflichtend. Wer also andere Suren rezitiert, dessen Gebet bleibt vollkommen gültig. Aber es gehört zur Sunna, diese Praxis des Propheten zu übernehmen. Denn die Suren Al-A'la, Al-Kafirun und Al-Ikhlas tragen besondere Bedeutungen in sich. Erhabenheit Allahs, Abgrenzung vom Kufr und die Betonung des Tawhid. Wenn wir all diese Varianten betrachten, sehen wir, das Witr-Gebet ist flexibel und voller Barmherzigkeit. Es reicht eine einzige Raka, man kann 3 beten, 5, 7 oder 9. Man kann sie zusammenhängend beten oder unterbrechen. Und in allen Fällen folgt man der Sunna. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zeigte uns bewusst verschiedene Arten, um uns Muslimen Spielraum zu geben. Mal betete er länger, mal kürzer, mal mehrere Raka, mal wenige. Diese Vielfalt ist ein Zeichen, dass Allah es uns leicht machen wollte. Daher wähle die Art, die du am besten regelmäßig durchhältst. Für die meisten Muslime sind 3 Raka eine gute, beständige Praxis. Wer mehr schafft, darf mehr beten. Und wer nur eine einzige schafft, soll auch diese niemals auslassen. Brüder und Schwestern, das Witr ist ein Gebet, das wir nicht unterschätzen dürfen. Ganz gleich ob 1 Raka, 3 oder 9. Hauptsache man lässt das Witr-Gebet niemals fallen. Rasulullah pflegte es jede Nacht zu verrichten und er ermahnte auch seine Gefährten dazu. Denn das Witr ist ein Schutzschild für unsere Herzen in der Nacht, ein Band zwischen uns und Allah. Darum nimm dir heute vor, das Witr-Gebet fest in deinem Leben zu verankern, so wie es der Prophet tat. Schon eine einzige Raka kann dir Allahs Nähe bringen. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.